Der Liga-Primus aus Gladbach ist zu Gast. Tabellenführer, momentan 1 Punkt Vorsprung auf Dortmund. Die sind also gewarnt, beziehungsweise wir sind halt auch gewarnt. Weil wir leider gegen Leipzig verloren haben. Auf Platz 6 sind wir abgerutscht. Oha, die Probleme hätten andere Mannschaften gerne. Aber es wird halt sehr, sehr spannend. Das ist nach wie vor das Coole. Und wenn ihr diese spannende Saison nicht verpassen wollt, die Rückrunde vor allem, dann bleibt dran. Lasst nochmal einen Daumen nach oben da. Kostenloses Abo, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Das würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Denn es waren noch ein paar sehr, sehr interessante Spiele. Auch gegen direkte Konkurrenten. Und warum nicht mal so ein Überraschungssieg wie heute gegen Gladbach. Da muss aber einiges besser laufen als gegen Leipzig. Also es war nicht schlecht, es war jetzt aber auch nicht so weltbewegend und so herausragend. Aber wir können es natürlich besser machen gegen Gladbach. Bin sehr, sehr gespannt. In der Hinrunde haben wir 2-0 verloren, glaube ich. Da sind die Gegentore auch zu leicht gefallen. Die Gladbacher, das überrascht mich echt, dass sie so gut sind, dass die hier bislang ganz oben stehen. Ob sie es bis zum Schluss durchhalten, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Aber es ist natürlich erstmal die Überraschung, ne? Deswegen müssen die auch erstmal geschlagen werden. Aber wir genauso. Oh, Achtung. Ruiz, okay, Obich kommt nicht raus. Das heißt, es gibt das Gegentor. Auch das wieder ein Indiz dafür, dass diese Bälle dann reingehen. Ich habe einen Keeper rausgeholt. Er läuft auf der Stelle. Und dann geht er halt rein. Da habe ich jetzt auch schon 2-3 Mal gezeigt. Auch in meiner Eintracht-Karriere, glaube ich. Das war klar. Schaut mal auf Obich. Ich will loslaufen mit ihm. Er rutscht auf der Stelle. Hat irgendwie Schlittschuhe an, weiß ich nicht. Und dann ist es klar, dass der reingeht. Nämlich ins kurze Eck durch Abel Ruiz. Einer von 2 Stürmern. 4. Tor, okay. Also, ich meine, daran habt ihr es gesehen, oder? Also, ihr könnt auch gerne nochmal zurückspulen und euch das nochmal genauer angucken. Aber es ist halt auch ein Indiz dafür, dass immer ein Gegentor fällt. So wie der Ball durch Beine durchgeht oder durch die Füße und dann dadurch ein Tor fällt. Das ist halt einfach so. Das ist so in diesem Spiel. Das wird man halt auch leider nicht rausbekommen. Aber wir lassen uns davon gar nicht unterkriegen. Vielleicht haben wir ja auch mal so eine Situation und wir kriegen so ein Ding mal wieder. Achtung. Jetzt kriegen wir aber erstmal das Ding hier gut gepresst. Jawohl, Barco. Und wer kommt ran? Olaru. Olaru. Natürlich wieder abgeblockt. Da muss halt auch das Spiel mal mitspielen. Also, dass so ein Ball auch mal wenigstens aufs Tor geht und nicht immer in den Gegner rein. Aber wir pressen gut. Barco nimmt Forbes mit. Und Glatzel in der Mitte. Oh, den kriegen wir bislang leider noch nicht so rein. Oh, Fehlpass. Nusa mit der Chance. Mit der Einladung des Gegners. Schade. Also, Glatzel kriegen wir leider noch nicht so in die Partie und in unsere Spiele, wie ich mir das vorgestellt habe. Liegt natürlich nicht an ihm, aber ich hoffe doch, dass nochmal irgendwann in den letzten Spielen zumindest der Knoten platzt. Also in den letzten, wir haben jetzt noch 13 Spiele. Ist noch viel Zeit. Dazwischen haben wir noch ein Pokal-Halbfinale. Also er hat noch ein paar Spiele Zeit, um sich da als wichtig zu erweisen. Jetzt haben wir wieder Ruiz. Oh, der macht uns hier schwindig. Unsere Abwehr. Achtung, gefährliche Flanke. Und das zweite Ding. Durch Frank Honorar. Tja, und die Gladbacher, die untermauern mal wieder, warum sie momentan auf der 1 stehen und vielleicht auch verdient die Tabelle anführen, aber auch das Gegentor. Das ist genau wie das erste, ist das wieder zu leicht. Also Ruiz darf an der Außen gar nicht durch und dann ist es Honorar, der da völlig frei am zweiten Pfosten zum Kopfball kommt. Das geht nicht. Das ist halt ja zu einfach, zu billig und deswegen steht's 2-0 für Gladbach. Da wird gleich mal umgestellt auf 4-2-3-1. Ja, irgendwie scheint diese breite Formation bislang noch nichts zu bringen. Ich glaube, Gladbach spielt auch mit einer Dreierkette. 3-5-2 habe ich im Vorlauf gesehen. Macht es jetzt natürlich nicht besser, aber wir müssen da irgendwie dagegenhalten zumindest. Also uns jetzt nicht hier kampflos ergeben. Das will ich nicht. Da haben wir Glatzel, natürlich schon wieder abgeblockt. Barco und Olaru kommen leider nicht an den Ball ran und dann machen es die Gladbacher halt gut. Schalten schnell um, haben halt vorne direkt dann 3-4 Leute. Und ja, tatsächlich, die spielen mit 3 Mann hinten. Ja, wir finden bislang leider keine Lösung. Also das ist heute ein Gegner und das ist auch ein Spiel, wo die Gladbacher uns
den Schneid abkaufen, wo man auch wirklich mal den Klassenunterschied sieht. Also beziehungsweise auch den Qualitätsunterschied bislang. Weil wir unsere Qualität noch nicht so auf den Platz kriegen leider. Viele Ballverluste. Läuft nicht ganz rund leider. Vielleicht ja jetzt über Forbes. Musa läuft durch. Oh, habe ich zu spät gesehen. Da muss ich halt schneller spielen. Das ist auch wieder ein kleiner, aber feiner Unterschied. Warum Gladbach auf A2. Warum die schon 2 Tore haben und wir noch nicht. Und warum die Tabellenführer sind. Da laufen wir nur unnötig hinterher. Das ist Wahnsinn. Auch das geht ganz leicht. Aber im Mittelfeld, da haben wir halt das Pressing, was auch gut funktioniert. Aber wenn wir dann den Ball haben, dann dürfen wir den nicht so leicht verlieren. Weil das ist für die Katz. Da brauchst du dann auch nicht hinterherlaufen, wenn das nicht funktioniert. So, hier auch wieder Busio, Ball gewonnen. So, und jetzt muss es halt mal schnell nach vorne gehen. Schnell nach vorne, auch mal mit einem Seitenwechsel. Aber ihr seht, das dauert und dauert und dauert einfach zu lange. Der Flankenwechsel gerade von Forbes, der muss auch viel, viel schneller vonstatten gehen. Achtung, nächste Chance für Gladbach. Boah, ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Und das 3-0. Ich glaube, heute kriegen wir eine richtige Reise. Mein Gott, aber gut, dann ist es halt so. Das kriegen wir nicht verteidigt, dann der Hackenball nach außen, dann ist es wieder Ruiz. Die stehen ja hier mit 4, 5 Mann im Strafraum. Und das kriegst du nicht verteidigt. Du kannst nichts machen. Du kannst da absolut nichts machen. Du bist da machtlos, chancenlos, aber irgendwie muss das Spiel ja auch zeigen, warum die Gladbacher auf der 1 stehen. Wäre jetzt ein bisschen kurios, wenn wir hier 6-0 gewinnen würden. Aber davon mal abgesehen, die machen das gut. Die haben hinten ihre Dreierkette. Wir kriegen vorne überhaupt nichts auf die Kette. Ich glaube, das ist so ein Spiel, da kannst du noch 10-mal die Aufstellung umstellen und die Formation ändern. Das wird halt heute nicht reichen, glaube ich. Obwohl gerade mal erst die erste Halbzeit gleich rum ist. Tja, überall. Also die Gladbacher momentan, die sind in allen Belangen überlegen. Zweikämpfe, Tore sowieso. Aber auch so das ganze Spiel. Die spielen einfach gut. Haben die da Rui Costa gerade als Trifo, wollte ich gerade sagen, gehabt? Ja, das ist Wahnsinn. Obwohl wir mehr Schüsse haben. Die haben 3 Schüsse, die kommen 3-mal vors Tor. Und da sitzt halt jeder bei. Das ist halt krass. Und die Frage ist jetzt halt, was machst du? Läufst du jetzt völlig ins offene Messer rein? Die spielen halt echt 3-1-4-2. So spielen die vorne mit Ruiz und mit João Paulo Diaz Fernandes. Kurz Paulinho, dann haben sie Hack, Neuhaus. Swanberg spielt da auch, Honorar. Also die haben, ihr seht das, eine durchschnittliche Mannschaft. 75, 76, auch ein paar mit einer 80 mit dabei. Dann haben sie noch Ranos, Kramer, Ulrich, Chanchara, Jamilton Kampas, Luca Netz und Moritz Nikolas. Also es ist so ein Durchschnittskader, der vielleicht so unter den ersten 6, 7 stehen kann. Aber ganz oben. Tja, was kann ich denn jetzt noch machen? Habe ich noch irgendwie eine Dreierkette? Ich kann 3-4-2 spielen. Wir können das hier machen. Dann kommt aber Serda raus. Dann kommt Hartwig als Innenverteidiger rein. Dann probiere ich jetzt das. Vorne Ragnar Ache. Dann machen wir hier mal Rese rein und einen Jinma. 3 frische Kräfte vorne. Mal gucken, ob es was bringt. Wir spielen jetzt hier alles oder nichts. Ich meine, ob ich jetzt noch 3 oder 4 Dinger kassiere. Gut, das wäre jetzt nicht egal, aber auf der anderen Seite, wenn wir jetzt hier noch ein 3-3 machen, dann geht hier aber die Post ab. Und wie gesagt, no risk, no fun. Wir schauen mal, vielleicht wird der Halbzeit 2 komplett anders. Vielleicht, weiß ich nicht, spielen die Gladbacher jetzt wie ein Absteiger und wir wie der nächste Meister. Weiß ich jetzt nicht, glaube, aber ihr seht alleine durch die Aktion hier, dass wir da nicht rankommen, einen Schritt zu spät sind, das ist schon bezeichnend. Aber gut, wir versuchen es mal über einen Jinma. Da ist doch schon mal ein bisschen Platz. Erste Aktion, der müsste zum Beispiel jetzt schon mal rein. 50. Minute. Wenn wir so weitermachen, oh, da gibt es schon mal den Doppelwechsel. Vielleicht jetzt ein schnelles 1:3 und dann haben wir ja noch ein bisschen Zeit, hier doch noch vielleicht das Wunder zu schaffen, was es halt auch wirklich wäre. Rese wieder abgeblockt. Also wir haben wirklich mehr abgeblockte Schüsse als Schüsse aufs Tor. Das musst du dir mal überlegen. Wieder Oladu, diesmal wieder an Jinma. Am zweiten Pfosten ist leider keiner. Mal gucken, wie die jetzt mit so einer... Gut, gespiegelt ist die Formation ja nicht, aber wir haben jetzt auch eine Dreierkette. Achtung, Rese, Ache vorne. Wie sie damit zurechtkommen. Oh Gott, ist da viel Platz, um Gottes Willen. Ich fürchte, das wird sogar noch ein bisschen bitterer. Achtung, Kempf, wie immer, der auch den geklärt bekommen hat.
Und das meine ich, genau wie gegen Leipzig. Wir holen uns dann die Bälle im Mittelfeld, das sieht dann alles schön und gut aus, aber dann nach vorne, da hapert es halt, da fehlt dann auch die Qualität. Ist halt einfach so, das merkst du. Du merkst diesen Qualitätsunterschied halt wirklich, wirklich sehr. Vorne, die haben die 3, 4 Mann immer stehen. Am Strafraum vorne ist Wahnsinn. Abseits, das kannst du nicht verteidigen. Oh, jetzt wäre Kempf da gewesen, aber jetzt ist es natürlich abseits. So, und egal wo man sich... Ich habe das Gefühl, die machen Manndeckung auf dem ganzen Platz. Apropos ganzer Platz. Da oben hat Bradley Platz gegen Gladbacher. Jetzt kommt Barco da. Oh, Achtung, Olado, der war nicht gut geklärt. Aber er springt dann auch nicht hoch. Er hätte ja auch nochmal reinspringen können in den Ball. Wobei, ja, der Keeper wäre eh rangekommen. Also von daher, ob er das jetzt gemacht hätte oder nicht. Es ist wirklich Wahnsinn. Die pressen seit Minute 1 pressen die überall. Wo sind die Räume? Hier sind vielleicht die Räume. Ache. Nee. Da fehlt es dann halt auch wieder an Genauigkeit von Jinma. Und Brabeck geht mit nach vorne. Bradley. Ja, Olado mal auf der Außen. Jetzt muss mal eine vernünftige Flanke kommen. Da ist sie über Ache. Und der Rebound. Es geht alles. Wenn die Flanken ankommen, wenn wir vorne Präsenz haben im Strafraum, dann spielen wir uns auch gute Chancen raus. Olado. Und Busio. Ja, auf Ache wollte ich durchlegen. Zu spät, zu spät. Vielleicht jetzt. Nächste Chance in Jinma. Wieder Ache in der Mitte. Oh, fast das Eigentor. Die Gladbacher helfen uns jetzt sogar hier ein Tor. Was ist denn jetzt? Warum gibt es denn jetzt den Freischuss? Ich habe gar nichts gemacht. Naja, also Dreifachwechsel, das können sich die Gladbacher jetzt erlauben. Ich glaube, die gewinnen das auch. Also, da war nichts zu holen. Ich glaube, die Gladbacher, wenn die wirklich so weitermachen, wenn die so spielen bis zum Schluss, dann könnten die, glaube ich, ein ernsthafter Kandidat um die Meisterschaft sein. Also ich hätte nichts dagegen. Mal ein anderer Meister außer Dortmund und Bayern und Leverkusen und hast du nicht gesehen. Und bevor das Leipzig wird, dann lieber eine Mannschaft wie die Gladbacher. Achtung, die kommen nochmal. Über Honorar. Oh, das ist zu einfach. Das ist halt typisch. Wir können vorne noch so oft anlaufen und die machen halt aus 4 Schüssen 4 Tore. Das Spiel müssen wir auch ganz, ganz schnell vergessen. Das ist auch gar nicht unsere Wellenlänge. Also das ist in der Saison auch gar nicht unser Ziel, uns gegen solche Mannschaften zu messen. Aber es ist halt so typisch. Hat natürlich auch wieder zu viel Platz, Chanchara, aber gut, das ist somit das kleinste Problem heute. Also ich meine, nach dem 1:0 von Ruiz, da war mir das eigentlich schon klar. Und dann spätestens nach dem zweiten Ding. Das ist unglaublich. Guckt euch das an, was die pressen. Wo die pressen, wie die das machen. Das ist unfassbar. Das würde ich gerne mal wissen, wie. Wie geht das? Ich meine, no disrespect an Borussia Mönchengladbach jetzt hier. Vielleicht jetzt nochmal Olado gegen Friedrich, Olado, ja, auf einmal geht's. Guckt euch das an. Und das macht er alleine. Olado, ja. 1:4, immerhin. Wird wahrscheinlich nichts bringen. Schönes Tor. Wie gesagt, auf einmal klappt's. Alle gegen ein, beziehungsweise hier einer gegen alle. Und dann steht der Keeper auch wieder zu weit rechts und dann, ja, ist es wahrscheinlich nur Ergebniskosmetik, aber das ist halt auch wieder so typisch. Weil dann, wenn es entschieden ist, dann klappt auf einmal alles. Dann kommt jeder Ball an, dann gewinnen wir auf einmal 2 Kämpfe, dann haben wir die Räume. Erstes Tor erst von Darius Olado. Ja gut, der hat wahrscheinlich auch im Pokal und da hat er wahrscheinlich auch seine Tore gemacht. Und ansonsten gibt er halt viele Vorlagen. Der Mittelfeldmotor aus Rumänien. Jetzt aufgepasst. Nächste Chance. Waren wir eigentlich auch wieder im Zweikampf drin. Oh, wo klären wir den denn hin? Ja, aber ganz entspannt. Habt ihr das gesehen? Wir können das auch. Uns befreien aus dem Pressing und nächste Chance ist da. Über Busio. Da läuft wieder Olado. Der ist jetzt auf den Geschmack gekommen. Ganz außen Bradley. Und wo ist er? Ache ist ganz hinten. Ache muss da reingrätschen, aber früher. Aber gut, dafür hat er halt auch nur eine 72, ne? Das ist klar. Irgendwo muss er ja schlechter sein als die anderen Stürmer, die ein höheres Rating haben. Nächste Chance wieder. Ache.
Ja, Bradley, es ist niemand in der Mitte. Jetzt ist er in der Mitte. Da ist Achel wieder. Na gut, wir holen unsere Punkte irgendwo anders. Heute Gladbach war halt einfach eine Nummer zu groß. Wie die das auch gemacht haben, ich weiß es nicht, ey. Ich muss mir mal den Matchplan irgendwie holen. Vom gegnerischen Trainer. Das ist Wahnsinn. Zugestellt. Nirgendwo mal irgendwie eine Lücke. Rese nochmal. Und dann bleibt Gladbach weiter ein Tabellenführer. 4 Punkte Vorsprung. Wir werden wahrscheinlich unseren 6. Platz verlieren. Aber ich habe ja gesagt, wenn wir uns am Ende so zwischen Platz 5 bis 10 irgendwo einordnen, dann ist das völlig okay. Also wir haben jetzt eh schon unser Ziel Klassenerhalt erreicht. Jetzt ist es halt nur noch Bonus. Aber ja. Ich glaube, da können wir einen Strich drunter machen. Verdienter Sieg für die Gladbacher. Und mal gucken, ob sie auch bis zum Schluss oben bleiben können. Wir haben tatsächlich mit 4 Schüssen, wir hatten 11, die hatten 4 Schüsse, 4 Tore. So Spiele gibt es dann halt mal auch, aber auch auf unserer Seite. Jetzt kommt der nächste Kracher. Jetzt kommt der BVB. Also wir kriegen es jetzt hier innerhalb von wenigen Wochen gerade mal mit den besten Mannschaften der Liga zu tun. Aber gut, der Spielplan will es so. Dann sollten wir die Herausforderung auch annehmen. Wir sind 6. geblieben. Okay, dann hat die Eintracht auch verloren. Ist ja gut. Also sind immer noch im Kampf um Platz 5 voll mit dabei. Und Platz 5 wäre ja Europa League. Ne? Platz 6 ist die Conference League, da müssten wir dann nochmal Playoffs spielen, theoretisch. Dann kommt Wolfsburg natürlich. Ja, Brian Lassmann habe ich gesehen, der beschwert sich jetzt auch. Zu Recht, weißt du, ganz zu Beginn ist er Stürmer Nummer 1 oder 2. Dann kommt Glatzel, dann kommt Ragnar Ache und schon fällt es da halt nach hinten so ein bisschen im Raster. Aber so ist es halt nun mal. Das kann ich nicht ändern. Die Dortmunder werden alles dran setzen zu gewinnen. Dann Leverkusen, die Bayern auch, die spielen gegen Wolfsburg. Wo steht Wolfsburg eigentlich? Die sind 9. Ja, die wollen auch noch oben mit ran ins internationale Geschäft. Unten ist Schalke. Haben schon 6 bzw. 7 Punkte Rückstand. Dann Union, Bremen, Bochum, Hannover. Das wird auch noch ganz, ganz eng. Ich glaube, da rutschen auch noch mal 1, 2 Mannschaften mit unten rein, die es bislang noch nicht so auf dem Schirm haben. Naja, also lasst trotzdem einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Kostenloses Abo. Die Rückrunde ist ja noch nicht vorbei. Bleibt weiterhin spannend. Gibt weiterhin geile Spiele. Das nächste folgt im nächsten Part gegen Dortmund. Macht's gut. Ciao, ciao.